Es war ein gewöhnlicher Abend im Winter, als die 6-jährige Lara mit ihren Eltern ins Kino ging. Die Eltern Markus und Lisa waren mit ihrer Tochter Lara unterwegs und freuten sich auf einen lustigen Familienabend. Lara war besonders aufgeregt, weil sie endlich den neuen Animationsfilm sehen würde, den sie so sehr geliebt hatte. Nachdem sie die Tickets gekauft hatten, gingen sie in den Kinosaal und fanden ihre Plätze. Lara war begeistert, als der Film begann, und sie saß da, vollkommen gebannt von dem, was auf der Leinwand geschah. Doch während sie den Film genoss, wurde sie müde und schlief schließlich ein. Als der Film endete, wachte Lara auf und bemerkte, dass ihre Eltern verschwunden waren. Sie sah sich um, aber sie konnte sie nirgendwo finden. Lara hatte Angst und begann zu weinen. Sie wusste nicht, was sie tun sollte. Sie war allein und verloren. Lara verließ den Kinosaal und suchte nach ihren Eltern, aber sie konnte sie nicht finden. Sie fragte Fremde nach Hilfe, aber niemand konnte ihr helfen. Sie wurde immer panischer und trauriger. Lara war verzweifelt und verängstigt. Sie hatte keine Ahnung, was sie tun sollte. Sie wusste nicht, wohin sie gehen sollte, also lief sie einfach los. Sie lief und lief, bis sie sich in einer völlig fremden Gegend befand. Sie kannte den Weg zurück zum Kino nicht mehr. Als die Nacht hereinbrach, wurde Lara kälter und hungriger. Sie wusste nicht, was sie tun sollte. Sie fragte sich, ob sie jemals wieder nach Hause zurückkehren würde. Die Stunden vergingen, und Lara wurde immer schwächer. Sie setzte sich wieder auf den Gehweg und weinte. Plötzlich hörte sie eine Stimme. Hallo kleine Maus, warum weinst du? Lara sah hoch und sah ein wunderlicher Mann vor sich stehen. In der Zwischenzeit hatten Markus und Lisa das Kino verlassen und bemerkten nicht, dass Lara nicht bei ihnen war. Sie fuhren nach Hause und warteten darauf, dass ihre Tochter auftauchte. Als sie merkten, dass Lara nicht nach Hause gekommen war, riefen sie die Polizei an. Die Polizei leitete eine umfangreiche Suche nach Lara ein. Sie durchsuchten das Kino, befragten Zeugen und suchten in der ganzen Stadt nach dem vermissten Mädchen. Die Eltern waren am Boden zerstört und machten sich Vorwürfe, dass sie ihre Tochter verloren hatten. Ich kann es nicht glauben, dass sie weg ist. Es ist meine Schuld. Ich hätte besser auf sie aufpassen sollen. Nein, es ist nicht deine Schuld. Ich war auch dabei und habe genauso auf sie aufgepasst. Wir können uns nicht die Schuld geben. Aber wir haben sie in diesem vollen Kino verloren. Ich hätte nicht so weit von ihr weggehen sollen. Ich weiß, aber wir haben sie sofort gesucht und die Polizei alarmiert. Wir haben alles getan, was wir konnten. Aber was ist, wenn ihr etwas passiert ist? Was ist, wenn wir sie nie wiederfinden? Wir dürfen nicht aufgeben.
Wir müssen weiter suchen und hoffen, dass sie sicher ist. Und wir müssen uns gegenseitig unterstützen, statt uns die Schuld zu geben. Du hast recht. Ich weiß nicht, wie ich ohne dich durch diese schwierige Zeit kommen würde. Wir werden das zusammen durchstehen. Und wir werden unsere kleine Tochter hoffentlich bald wieder in unsere Arme schließen können. Danke, dass du immer für mich da bist. Lass uns weiter suchen und hoffen, dass wir sie bald finden. 4 Jahre vergingen, und es gab immer noch keine Spur von Lara. Die Eltern hatten die Hoffnung fast aufgegeben, und waren in tiefe Trauer versunken. Eines Tages erhielten Markus und Lisa einen Anruf von der Polizei. Sie sagten ihnen, dass sie möglicherweise Lara gefunden hatten und baten sie, ins Polizeirevier zu kommen. Markus und Lisa waren fassungslos, als sie die Nachricht von der Entdeckung ihrer Tochter erhielten. Die Eltern eilten zum Polizeirevier, um ihre Tochter wiederzusehen. Es stellte sich heraus, dass Lara von einem Mann entführt worden war, der sie die ganze Zeit über gefangen gehalten hatte. Der Mann hatte sie gezwungen, bei ihm zu leben, und sie regelmäßig körperlich und emotional misshandelt. Lara hatte eine schreckliche Zeit hinter sich, aber sie hatte überlebt. Lara war froh, ihre Eltern wiederzusehen, aber sie war auch verwirrt und verängstigt. Sie hatte ihre Eltern 4 Jahre lang nicht gesehen und hatte keine Ahnung, was in dieser Zeit passiert war. Sie wusste nicht, wie sie sich ihnen gegenüber verhalten sollte. Markus und Lisa waren überglücklich, ihre Tochter wiederzusehen. Aber sie waren auch besorgt darüber, wie sie auf die lange Trennung reagieren würde. Als sie Lara in die Arme schlossen, spürten sie, wie sehr sie Lara vermisst hatten. Währenddessen wurde der Mann, der Lara entführt hatte, vor Gericht gestellt. Es stellte sich heraus, dass er schon früher wegen ähnlicher Verbrechen verurteilt worden war. Und er erneut gegen Bewährungsauflagen verstoßen hatte. Er wurde zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Laras Eltern waren erleichtert, dass der Mann hinter Gittern war, und dass Lara sicher wieder bei ihnen war. Aber sie mussten weiterhin mit den Auswirkungen der Entführung umgehen. Markus und Lisa brachten Lara nach Hause, aber das Leben war nicht so, wie es früher einmal war. Lara hatte schreckliche Albträume und konnte nur schwer Vertrauen zu anderen Menschen aufbauen. Lara war in den Jahren ihrer Abwesenheit sehr verändert. Sie war älter, aber auch zurückhaltender und introvertierter geworden. Sie hatte viele Ängste und traute sich nicht, über das zu sprechen, was sie in den letzten 4 Jahren durchgemacht hatte. Es würde einige Zeit dauern, bis sie sich wieder an ihr altes Leben gewöhnen würde. Markus und Lisa waren bereit, alles zu tun, um ihre Tochter zu unterstützen. Sie wollten einen Neuanfang machen und ihrer Tochter ein Leben ohne Erinnerungen an das Trauma bieten.
Sie stellten ihr ein Zimmer in ihrem Haus zur Verfügung und halfen ihr, sich wieder in die Schule zu integrieren. Lara hatte Schwierigkeiten, sich an ihr neues Leben zu gewöhnen. Sie fühlte sich oft unwohl und ängstlich und hatte Schwierigkeiten, sich auf ihre Schularbeit zu konzentrieren. Die Eltern waren sehr besorgt darüber, was Lara in den letzten 4 Jahren durchgemacht hatte. Sie versuchten ihr zu helfen, aber sie war sehr verschlossen und redete nicht viel über ihre Erfahrungen. Sie hatten Angst, dass sie traumatisiert war und dass es lange dauern würde, bis sie sich vollständig erholte. Eines Tages hatte Lara einen Albtraum. Sie wachte schreiend auf und konnte nicht beruhigt werden. Markus und Lisa beschlossen, sie zu einem Psychiater zu bringen, der auf traumatische Erfahrungen spezialisiert war. Der Psychiater konnte Lara helfen, ihre Ängste zu überwinden und mit ihrer Vergangenheit abzuschließen. Sie begann, ihre Erfahrungen aufzuarbeiten und konnte endlich über ihre Ängste sprechen. Es war ein langer und schmerzhafter Prozess. Aber am Ende war sie in der Lage, ihre Vergangenheit hinter sich zu lassen und ein neues Leben zu beginnen. Lara kehrte schließlich zur Schule zurück und begann, ein normales Leben zu führen. Sie begann langsam wieder Freude am Leben zu finden und konnte wieder lachen und spielen. Die Familie war glücklicher denn je. Sie hatten ihre Tochter zurück und hatten eine neue Wertschätzung für das, was sie im Leben hatten. Es war ein langer und schmerzhafter Weg, aber am Ende hatten sie es geschafft, ihre Familie wieder zusammenzuführen. Es war einmal ein 10-jähriger Junge namens Max. Max mit seinen Eltern beschloss, in ein Restaurant zum Abendessen zu gehen. Max war aufgeregt, da er gerne neue Gerichte probierte und mit seinen Eltern zusammen sein konnte. Er hatte keine Ahnung, dass sich sein Leben für immer verändern würde. Die Familie war auf dem Weg zum Restaurant. Als plötzlich ein Auto von hinten kam und das Auto, in dem Max und seine Familie saßen, traf. Es war ein schrecklicher Unfall, und Max wurde schwer verletzt. Er konnte sich kaum bewegen und schrie vor Schmerzen. Die Rettungskräfte kamen schnell zum Unfallort und brachten Max ins Krankenhaus. Dort stellten die Ärzte fest, dass er schwere Verletzungen hatte. Und dass seine Eltern leider bei dem Unfall ums Leben gekommen waren. Max war am Boden zerstört. Er konnte nicht glauben, dass seine Eltern nicht mehr bei ihm waren. Er war alleine und hatte niemanden mehr. Er wurde von seinem Onkel aufgenommen, der ein einsamer und grimmiger Mann war. Sein Onkel war der einzige Verwandte, der noch am Leben war. Anfangs war Max erleichtert, dass er bei seinem Onkel leben konnte. Aber bald stellte sich heraus, dass sein Onkel ein schlechter Mensch war. Er war alkoholabhängig und behandelte Max schlecht.
Der Onkel war ein harter Mann und hatte wenig Interesse daran, sich um Max zu kümmern. Er war nicht bereit, die Verantwortung für einen 10-jährigen Jungen zu übernehmen. Max hatte keine Freunde, keine Familie und keine Hoffnung, aber er gab nicht auf. Er wusste, dass er in der Schule hart arbeiten musste, um eine bessere Zukunft zu haben. Er verbrachte Stunden damit zu lernen und seine Hausaufgaben zu machen. Aber als Max älter wurde, wurde es schwieriger für ihn. Sein Onkel wurde immer schlimmer, und am Ende war er so betrunken, dass er Max aus dem Haus warf. Max war wieder allein. Er hatte niemanden, auf den er sich verlassen konnte. Seine Freunde hatten Angst vor ihm, weil er inzwischen ein trauriger und wütender Junge geworden war. Er war wütend auf die Welt und auf sich selbst, weil er das Gefühl hatte, dass er schuld am Tod seiner Eltern war. Aber dann traf er einen Mann namens Herr Schmidt, der ihm half, seine Trauer zu bewältigen und ihm eine Chance gab, sein Leben zu ändern. Herr Schmidt war ein erfolgreicher Geschäftsmann und erkannte das Potenzial in Max. Er gab ihm Arbeit in einem seiner Unternehmen und half ihm, seine Fähigkeiten zu verbessern. Max war hartnäckig und arbeitete hart, um seine Fähigkeiten zu verbessern. Er wollte ein erfolgreicher Geschäftsmann werden und die Welt zeigen, dass er mehr als nur ein verlassener Junge war. Mit der Zeit wurde Max immer erfolgreicher. Er gründete sein eigenes Unternehmen und wurde schließlich zum Besitzer des größten Unternehmens im Land. Doch der Erfolg hatte seinen Preis. Max hatte keine Zeit für Freunde oder Familie. Und er war immer auf der Suche nach neuen Möglichkeiten, um noch erfolgreicher zu sein. Er war einsam und wusste nicht, wie er seine Leere füllen konnte. Eines Tages traf Max eine Frau namens Anna, die sein Leben verändern sollte. Sie hatten viele gemeinsame Interessen und verbrachten viel Zeit zusammen. Anna war anders als alle Frauen, die er bisher getroffen hatte. Sie war klug, schön und ehrgeizig, und er fühlte sich sofort von ihr angezogen. Sie brachte Max dazu, seine Arbeit etwas zurückzufahren und sich auf sein persönliches Leben zu konzentrieren. Sie half ihm, die Leere in seinem Leben zu füllen und ihn zu einem besseren Mann zu machen. Schließlich heirateten Max und Anna und bekamen eine Tochter namens Sarah. Max war glücklich, eine Familie zu haben, die ihn liebte und unterstützte. Max hatte alles, wovon er geträumt hatte. Eine erfolgreiche Karriere, eine glückliche Ehe und eine liebevolle Familie. Doch das Schicksal hatte noch mehr für Max vorbereitet. Eines Tages erhielt Max die Nachricht, dass sein Onkel, der ihn vor Jahren aus dem Haus geworfen hatte, gestorben war und ihm sein gesamtes Vermögen hinterlassen hatte. Max war überrascht und wusste nicht, was er damit tun sollte.
Er hatte keine guten Erinnerungen an seinen Onkel und war sich nicht sicher, ob er das Erbe annehmen sollte. Er beschloss, nachzuforschen, und entdeckte schließlich, dass sein Onkel es bereute, ihn aus dem Haus geworfen zu haben. Er hatte Max' Erfolg und seine Familie verfolgt und erkannt, dass er einen Fehler gemacht hatte. Er wollte Max eine Chance geben, ihm zu vergeben und ihm zu helfen, sein eigenes Leben zu verändern. Max war berührt von den Gesten seines Onkels und beschloss schließlich, das Erbe anzunehmen. Er nutzte das Geld, um eine Stiftung für verwaiste Kinder zu gründen. Diese Stiftung half den Waisenkindern, über den Verlust seiner Eltern hinwegzukommen. Er wollte anderen Kindern helfen, die durch ähnliche Situationen gehen mussten wie er. Die Stiftung wurde ein großer Erfolg und half vielen Kindern, ihre Trauer zu bewältigen und ihre Leben zu verändern. Max war stolz darauf, dass er dazu beitragen konnte, das Leben anderer zu verbessern. Er schrieb ein Buch über seine Erfahrungen und gab Vorträge, um anderen zu helfen, ihre Trauer zu bewältigen und ihre Träume zu verwirklichen. Er wurde zu einem Vorbild für viele Menschen und inspirierte sie dazu, ihr Leben zu verändern. Max hatte alles erreicht, wovon er geträumt hatte. Er war nicht nur ein erfolgreicher Unternehmer, sondern auch ein wohltätiger Mensch, der anderen half. Max hatte gelernt, dass Familie das Wichtigste im Leben war. Und dass man alles erreichen konnte, wenn man hart arbeitete und an sich selbst glaubte. Er hatte gelernt, dass man auch in schwierigen Zeiten nicht aufgeben durfte. Und dass es immer Hoffnung gab, selbst wenn alles verloren schien. Es war einmal eine alleinerziehende Mutter namens Maria. Maria und ihr 10-jähriger Sohn Thomas lebten in einer kleinen Wohnung in einer Vorstadt von Berlin. Maria war seit einigen Jahren geschieden. Sie hatte Mühe, über die Runden zu kommen. Aber sie war immer dankbar für die Liebe und Unterstützung ihres kleinen Sohnes. Alles änderte sich jedoch, als Maria einen Mann namens Klaus traf. Zuerst schien Klaus eine freundliche und fürsorgliche Person zu sein. Er war immer für Maria da, wenn sie ihn brauchte, und er kümmerte sich auch um Thomas. Im Laufe ihrer Beziehung bemerkte Maria jedoch, dass Klaus eine dunkle Seite hatte. Er war kontrollierend, manipulativ und missbräuchlich, sowohl emotional als auch körperlich. Trotz der Warnzeichen fühlte sich Maria von Klaus' Charme und Charisma angezogen. Sie verbrachte immer mehr Zeit mit ihm und vernachlässigte dabei ihren Sohn. Thomas versuchte, über den Missbrauch, den er miterlebte, zu sprechen. Aber seine Mutter wollte nichts davon hören. Sie war überzeugt, dass Klaus sie liebte und ihr niemals wehtun würde. Im Laufe der Zeit wurde Klaus' Verhalten immer unberechenbarer. Er geriet wegen Kleinigkeiten in Wutausbrüche und wurde sowohl Maria als auch Klaus gegenüber gewalttätig.
Maria begann um ihre Sicherheit und die ihres Sohnes zu fürchten. Aber sie fühlte sich in der Beziehung gefangen. Eines Tages machte Klaus Maria einen Vorschlag. Er sagte ihr, dass er sie liebte und sie heiraten wollte, aber unter einer Bedingung. Sie musste Thomas loswerden. Er behauptete, dass Thomas eine Belastung für ihre Beziehung sei. Und dass er niemals glücklich sein würde, solange er in der Nähe sei. Ich kann nicht glauben, dass du meinen Sohn aus dem Haus werfen willst. Er ist noch ein Kind, und du bist erst seit ein paar Monaten bei uns. Tut mir leid, aber ich bin nicht für ihn zuständig. Papa, warum machst du das? Ich dachte, wir wären jetzt eine Familie. Ich verspreche, ich werde brav sein und dir aus dem Weg gehen. Du bist nicht mein Sohn, und ich schulde dir nichts. Du bist nur eine Last für mich und deine Mutter. Ich möchte, dass du bis Ende der Woche weg bist. Klaus, das ist nicht fair. Ich kann ihn nicht einfach so rausschmeißen. Er ist mein Sohn, und ich liebe ihn. Ich bin fertig mit Reden. Entweder er geht, oder ich gehe. Du entscheidest. Zuerst war Maria entsetzt über den Vorschlag. Wie konnte sie je einem Mann zuliebe ihr eigenes Fleisch und Blut aufgeben? Aber als Klaus' Druck zunahm und sein Missbrauch eskalierte, begann sie darüber nachzudenken. Sie begann zu glauben, dass Thomas loszuwerden der einzige Weg sein könnte, Klaus in ihrem Leben zu behalten. Eines Nachts, während Thomas schlief, packte Maria all seine Sachen zusammen. Dann ließ sie ihn vor der Tür eines Waisenhauses zurück. Sie sagte ihm, dass es ihr leid tue, aber sie müsse tun, was das Beste für sie und Klaus sei. Sie versprach, eines Tages zurückzukommen, um ihn zu holen. Aber tief im Inneren wusste sie, dass sie es wahrscheinlich nie tun würde. Thomas war am Boden zerstört. Er konnte nicht verstehen, warum seine Mutter ihn so im Stich ließ. Er fühlte sich allein und verängstigt, umgeben von Fremden, die sich nicht um ihn kümmerten. Aber er gab die Hoffnung nie auf, dass seine Mutter eines Tages zurückkommen würde, um ihn zu holen. Inzwischen haben Maria und Klaus geheiratet. Eine Zeit lang schien alles perfekt. Thomas war nett und liebevoll zu Maria, und sie konnte sich endlich entspannen und glücklich sein. Es dauerte jedoch nicht lange, bis sich Klaus' wahres Gesicht wieder zeigte. Er wurde kontrollierender und missbräuchlicher als je zuvor. Er würde Thomas' Abwesenheit nutzen, um Maria zu manipulieren und Schuldzuweisungen zu machen, damit sie tat, was er wollte. Und Maria, die sich schuldig fühlte für das, was sie ihrem Sohn angetan hatte, würde sich fügen. Mit der Zeit begann Klaus immer offensichtlicher zu betrügen. Er brachte Frauen ins Haus, wenn Maria nicht da war, und gab ihr Geld aus, das sie hart verdient hatte. Maria wusste, dass etwas nicht stimmte.
Aber sie hatte Angst, ihre Beziehung zu verlieren, wenn sie sich mit Klaus konfrontierte. Jahre vergingen, und Thomas wuchs im Waisenhaus auf. Er versuchte ein paar Mal, seine Mutter zu erreichen, aber sie antwortete nie. Er begann die Hoffnung zu verlieren, dass er jemals wieder mit ihr vereint sein würde. Doch das Schicksal hatte andere Pläne. Eines Tages wurde Thomas von einem Anwalt kontaktiert. Er mitteilte ihm, dass seine Mutter gestorben sei und ihm alles hinterlassen habe, was sie habe. Thomas war schockiert. Er hatte nie etwas von seiner Mutter erwartet, geschweige denn ihr Erbe. Er ging zu ihrer Beerdigung und war fassungslos, Klaus dort zu sehen. Klaus war gealtert. Aber er war immer noch dieselbe manipulative und missbräuchliche Person, an die Thomas sich erinnerte. Er versuchte mit Thomas zu reden, aber Thomas wollte nichts mit ihm zu tun haben. Er war nur da, um sich von seiner Mutter zu verabschieden. Nicht, um eine Beziehung zu dem Mann wieder aufleben zu lassen, der sie gezwungen hatte, ihn zu verlassen. Als die Beerdigung endet, spricht der Anwalt erneut mit Thomas. Er überreichte Thomas einen Brief, den seine Mutter geschrieben hatte, bevor sie starb. In dem Brief drückte Maria ihr tiefes Bedauern darüber aus, was sie Thomas angetan hatte. Sie erklärte, dass sie von der Liebe zu Klaus geblendet worden sei. Und dass sie einen schrecklichen Fehler gemacht habe, indem sie ihren Sohn verlassen habe. Marias Brief enthüllte auch eine schockierende Wahrheit über Klaus. Er hatte sie die ganze Zeit manipuliert, ihre Liebe zu ihm benutzt, um sie zu kontrollieren. Außerdem isolierte er Maria vom Rest der Welt. Er hatte sogar ihr und Thomas' Leben bedroht. Falls sie jemals versuchte, ihn zu verlassen oder zu ihrem Sohn zurückzukehren. Das Lesen des Briefes erfüllte Thomas mit einer Mischung aus Traurigkeit, Wut und Erleichterung. Endlich verstand er, warum seine Mutter getan hatte, was sie tat. Aber er fühlte sich auch verraten. Sie hatte sich von Klaus kontrollieren lassen und ihre Beziehung für ihn geopfert. Aber trotz alledem wusste Thomas, was er zu tun hatte. Er benutzte das Geld, das er von seiner Mutter geerbt hatte, um einen Privatdetektiv einzustellen, um Klaus aufzuspüren. Der Privatdetektiv fand Klaus wieder verheiratet mit einer anderen Frau mit einem kleinen Kind. Nach einem Monat Ehe zwang Klaus diese Frau, ihren Sohn aus dem Haus zu werfen. Als Thomas ihn konfrontierte, war Klaus schockiert und versuchte, alles abzustreiten. Aber Thomas hatte die Beweise. Den Brief seiner Mutter. Zeugenaussagen von Leuten, die Klaus' Missbrauch gegenüber Maria und Thomas gesehen hatten. Am Ende wurde Klaus festgenommen und wegen mehrfachen Missbrauchs angeklagt, einschließlich des Wärlassens von Kindern. Thomas verspürte Zufrieden, als er wusste, dass der Gerechtigkeit Genüge getan worden war.
Er erkannte auch, dass er endlich seine wahre Familie gefunden hatte. Die Menschen, die ihn im Waisenhaus geliebt und betreut hatten. Von diesem Tag an schwor sich Thomas, nie wieder jemanden über sich oder sein Leben bestimmen zu lassen. Er entschied sich, seiner Mutter zu vergeben. Da er wusste, dass sie auch ein Opfer gewesen war, aber er vergaß nie, was sie getan hatte. Warum steigst du nicht einfach ins Auto? Ich fahre dich zu McDonald's. Ich kaufe dir sogar eine dieser Eistüten, die sie verkaufen. Wirklich? Das klingt sehr gut. Oh, dein Auto ist so dreckig. Ich glaube, ich muss nach Hause. Hörst du, was ich gesagt habe? Ich sagte, ich werde dich mitnehmen. 2 Tage vorher. Peter, ich gehe einkaufen. Willst du mit mir gehen? Ja, Papa, ich werde mit dir gehen. Kaufst du mir meine Lieblingsschokolade? Okay, Sohn, kein Problem. Ich wusste, dass du das fragen würdest. Papa, ich will auch mit dir einkaufen gehen. Sarah, du kannst keine Lebensmittel tragen. Du bleibst besser hier zu Hause. Ich nehme Peter mit, weil er mir hilft, die Einkäufe zu tragen. Mama, Papa hat abgelehnt, dass ich mit ihm einkaufen gehe. Es ist okay, meine Liebe. Du kannst in deinem Zimmer spielen, bis wir zurück sind. Bis ihr zurück seid? Gehst du auch irgendwo, Mama? Ja, Sarah, ich gehe zur Schneiderin. Sieht so aus, als wäre ich in letzter Zeit fett geworden. Also muss ich alle meine Klamotten wieder richten. Nun, Mama, ich will mit dir gehen. Nein, Sarah, das ist keine gute Idee. Du bleibst besser hier zu Hause. Ich werde bald zurück sein. Oh Mama, aber ich fühle mich so langweilig, wenn ich alleine zu Hause bin. Du kannst fernsehen, bis wir zurück sind. Auf Wiedersehen, Sarah. Der nächste Tag. Hey Jungs, was spielt ihr? Hey Sarah, wir spielen Fortnite. Sarah, was machst du in meinem Zimmer? Geh raus. Dies ist ein Spiel nur für Jungen. Aber mir ist langweilig. Kann ich einfach hier bleiben und zusehen? Ich sagte nein. Warum spielst du nicht mit deinen Barbies oder so? Jetzt gehe raus. Nun, ich werde Mama sagen, dass du gemein zu mir bist. Mach weiter, wenn du eine Quasseltante und eine Verliererin sein willst. Denn nur Verlierer erzählen es ihren Müttern. Warum lässt du sie nicht mit uns spielen? Sie ist deine Schwester, und du solltest sie freundlich behandeln. Ich spiele nicht gerne mit Mädchen. Ich sage dir, Lisa, es ist mir egal, wie viele Tattoos er hat. Wenn er dich nicht gut behandelt, musst du ihn verlassen. Moment mal, Lisa? Was brauchst du, Sarah? Peter lässt mich kein Videospiel mit ihm spielen. Er hat mich angeschrien und mich aus seinem Zimmer geschmissen. Peter, du lässt besser deine Schwester Videospiele mit dir spielen. Sonst bekommst du große Schwierigkeiten.
Mama sagte, Ich habe gehört, was Mama gesagt hat. Komm Klaus, lass uns Fußball spielen gehen. Viel Spaß beim Spielen alleine, Verliererin. wow, du spielst sehr gut, Bruder. Kann ich es versuchen? Nein, du bist ein Mädchen. Du kannst nicht mit uns spielen. Aber ich will mit euch spielen. Ich langweile mich, wenn ich alleine spiele. Warum musst du alles ruinieren? Komm Klaus, lass uns hier verschwinden. Sarah tat innerlich weh. Sie wollte eigentlich nicht so viel Videospiele spielen, sondern nur bei ihrem Bruder und seinem Freund bleiben. Sie wollte nicht wirklich Fußball spielen, sondern sich nur einbezogen fühlen. Das geht nun schon seit Jahren so, und sie hatte genug davon. Am nächsten Morgen beschloss Sarah, ihre Sachen zu packen und für immer von zu Hause wegzulaufen. 2 Stunden später. Peter, hast du geschlafen? Sarah? Willst du spielen? Was ist das? Es tut mir leid, meine Eltern, ich musste das Haus für immer verlassen. Ihr ignoriert mich immer. Und mein Bruder Peter behandelt mich nicht freundlich. Peter, wach auf! Deine Schwester Sarah hatte das Haus verlassen. Was sagst du? Ich fand die Nachricht, die sie hinterlassen hatte. Wo bist du, Sarah? Sarah? Schöner Schuh, kleines Mädchen. Oh, danke. Wissen Sie, wo McDonald's ist? Von McDonald's bist du weit entfernt. Ich glaube, der nächste ist ein paar Kilometer entfernt. Was willst du dort machen? Nun, ich habe Hunger. Ich möchte dort essen. Willst du alleine dorthin gehen? Wo sind deine Eltern? Sie sind bei der Arbeit. Sie werden bald nach Hause kommen. Sie erleben eine große Überraschung. Warum ist das so? Weil ich von zu Hause weggelaufen bin. Warum um alles in der Welt würdest du so etwas tun? Weil meine Familie mich immer ignoriert. Und mein Bruder lässt mich nicht mit ihm oder seinen Freunden spielen. Du sagst mir also, dass deine Eltern und dein Bruder keine Ahnung haben, wo du gerade bist? Ja, ich bin weggelaufen und habe es niemandem erzählt. Ich habe meine Koffer gepackt und beschlossen, einfach von zu Hause wegzulaufen. Aha, du bist ein sehr mutiges Mädchen. Ich bin auch von zu Hause weggelaufen, als ich jung war. Warum steigst du nicht einfach ins Auto? Ich fahre dich zu McDonald's. Ich kaufe dir sogar eine dieser Eistüten, die sie verkaufen. Wirklich? Das klingt sehr gut. Ja, es wird lustig. Du wirst mein Auto auch lieben. Oh, dein Auto ist so dreckig. Vielleicht gehe ich einfach zu Fuß. Das ist nicht nötig. Außerdem ist McDonald's wirklich weit weg von hier. Bei dieser Kälte kann man ohnmächtig werden und sterben. Komm schon, es wird lustig. Wir treffen uns mit Ronald McDonald. Ich glaube, ich muss nach Hause. Hörst du, was ich gesagt habe? Ich sagte, ich werde dich mitnehmen.
Wo bist du, Sarah? Sucht ihr ein junges Mädchen? Ja, es ist meine Schwester Sarah. Hast du sie gesehen? Ja, ich habe sie mit einem Mann gesehen. Ich zweifelte an ihm, weil sie mit ihm sprach und Angst hatte. Dann stieg sie mit ihm ins Auto. Ich habe die Autonummer aufgeschrieben. Vielen Dank, Onkel. Ich rufe die Polizei an. Was willst du von mir? Lass mich nach Hause gehen. Beruhige dich, Sarah. Ich werde dir nie wehtun. Ich habe jahrelang allein gelebt und du wirst mit mir leben. Nein, ich möchte bei meinen Eltern und meinem Bruder leben. Ich liebe sie sehr. Bitte, lass mich nach Hause gehen. Du sagtest, deine Familie ignoriert dich immer. Du wirst ein Leben lang bei mir wohnen. Ich werde dich jetzt losbinden. Denke immer daran, ein folgsames Mädchen zu sein. Oder ich werde dich schlagen. Bewege dich nicht von dort, wo du bist. Ich bin gleich wieder da. Ich habe eine Vermisstenanzeige für ein vermisstes Mädchen. Kameras haben dieses Mädchen mit dir entdeckt. Ein vermisstes Mädchen? Ich habe hier kein Mädchen. Ich bin hier, Bruder. Du bist jetzt verhaftet. Sarah, bist du in Ordnung? Ja, Peter, mir geht es gut. Gott sei Dank hast du die Polizei gerufen und mich vor diesem Mann gerettet. Sarah, ich möchte sagen, dass es mir leid tut, wie ich dich in letzter Zeit behandelt habe. Manchmal möchte ich einfach nur vor meinen Freunden cool aussehen. Und ich vergesse, dass du meine Schwester bist und ich dich liebe. Wirklich, Peter? Du liebst mich? Natürlich, Sarah, ich liebe dich so sehr. Ich kann mir mein Leben ohne eine kleine Schwester nicht vorstellen. Vergibst du mir? Ich vergebe dir, Bruder. Marco, du musst Mama helfen, Fotos für ihre Fans zu machen. Entschuldigung, Mama, ich kann gerade nicht. Ich muss dieses Projekt für die Schule morgen beenden. Schatz, diese Bilder sind wichtiger als dein Projekt. Diese Bilder helfen Mama, mehr Follower zu bekommen. Und die Follower mögen alle Mamas Fotos und machen ihre dummen Freunde eifersüchtig. Aber das ist das letzte Projekt des Jahres und es ist 80% meiner Note wert. Marco, komm sofort her und hilf mir, diese Bilder zu machen. Mama, ich habe keine Zeit. Jedes Mal, wenn ich dir beim Fotografieren helfe, dauert es ungefähr 2 Stunden. Bringen sie dir nicht in der Schule bei, immer auf deine Mutter zu hören und zu tun, was sie sagt? Weißt du was? Ich werde dir eine Lektion darüber erteilen, was passiert, wenn du nicht auf deine Mutter hörst. Mama, was machst du? Nun, sieh dich an, wie du wie ein kleines Mädchen weinst. Marco, ich möchte, dass du mir zuhörst. Du wirst nie etwas mit deinem Leben anfangen. Weißt du nicht, dass Gott uns alle unterschiedlich gemacht hat und dass wir alle bestimmte Talente haben? Zum Beispiel hat Gott mir diesen erstaunlichen Körper gegeben.
mit dem ich im Internet berühmt werden und Geld von Make-up-Marken und Bikini-Marken bekommen kann. Und Gott gebe dir diese kleinen Hände dafür, dass du mein Telefon hältst und Fotos machst. Also komm schon. Lassen wir Gott nicht im Stich und verschwenden wir unsere Talente. Okay, Mama. Das ist richtig, Schatz. Halte einfach diese Taste gedrückt. Wer ist es jetzt? Okay, du bleibst einfach hier und ich bin gleich wieder da. Thomas, was machst du hier? Du weißt, wir sind nicht mehr verheiratet. Ja, ich weiß, ich komme nur, um meinen Sohn zu sehen. Nun, das kannst du nicht. Ich habe das volle Sorgerecht, erinnerst du dich? Ja, weil Sie den Richter angelogen und gesagt haben, dass ich ihn körperlich misshandelt habe. Nun, eine so heiße Frau wie ich hat viele Tricks im Ärmel. Du bist ekelhaft, weißt du das? Ich weiß nicht, warum ich mich jemals in dich verliebt habe. Hör zu. Du musst mich meinen Sohn sehen lassen, okay? Nun, wenn ich das täte, wäre das ein Gesetzesbruch. Und ich bin ein gutherziger Mensch, der sich immer an die Regeln hält. Kann ich ihm dieses Geschenk wenigstens zum Geburtstag geben? Hat er heute Geburtstag? Papa, ich habe dich so vermisst. Ich habe dich auch vermisst, Sohn. Ich weiß nicht, was ich ohne dich tun würde. Papa, du musst zurückkommen. Ich brauche dich. Ich weiß, keine Sorge. Ich habe einen Plan, okay? Ich habe dir noch ein Geschenk besorgt. Oh mein Gott, es ist ein Welpe. Wenn du einsam wirst, du hast jemanden zum Reden und Spielen. Was sagst du? Er kann mit mir reden, wenn er einsam wird. Marco, geh wieder rein. Und du, verschwinde von hier, bevor ich die Polizei rufe. Vielen Dank, Papa. Ich liebe dich. Vielen Dank für das Geschenk. Ich liebe dich auch, Sohn. Denke daran, ich habe einen Plan, okay? Wir werden uns bald sehen. Marco hat sich mit dem Hund, den sein Vater ihm geschenkt hat, richtig gut angefreundet. Sie spielten jeden Tag und jede Nacht. Sein Hund half ihm dabei, all die harten Zeiten zu überstehen. Wenn seine Mutter ihn anschrie und ihn zwang, Fotos von ihr zu machen. Maria wurde immer frustrierter, weil sie keine Aufrufe mehr für ihre Videos erhielt. Sie dachte immer über neue Wege nach, um immer mehr Aufrufe zu bekommen. 3 Wochen später. Ich kann nicht glauben, dass ich dich dazu abhole, ein Spiel für den dummen Hund zu besorgen. Mama, du hast versprochen, wenn ich die ganze Woche Fotos von dir mache, kaufe ich Max ein paar Spielsachen. Nun, wir sind angekommen. Jetzt hast du 3 Minuten Zeit, um deinem dummen Hund ein Spielzeug zu besorgen. 3 Minuten? Wir haben uns nie auf 3 Minuten geeinigt. Entweder 3 Minuten oder nichts. Nein, nein, bitte. Ich kann es tun. Was mache ich mit diesem Kind? Ich hasse ihn so sehr. Und ich hasse dich auch. Du dummer Hund. Ich denke, alle Hunde sind ekelhaft und sollten sterben. Was?
Lisa hat gerade 1 Million Likes für ihr Video bekommen? Sie hat nur mit ihrem Sohn geweint? Jeder könnte das tun. Ich frage mich, wie ich Marco zum Weinen bringen konnte. Komm her, Welpe. Mama wird dir nichts tun. 3 Minuten später. Max, du wirst das Spielzeug nicht glauben, das ich dir besorgt habe. Es war im Angebot und es war das letzte. Max? Max? Mama, Max bewegt sich nicht. Oh, tatsächlich? Das ist verrückt. Ich dachte, er schläft nur. Mama, wir müssen etwas tun. Bringen wir ihn ins Krankenhaus. Ja, wir werden das antun. Ich muss nur zuerst meinen Fans sagen. Was sagst du? Wir müssen uns beeilen. Dafür ist keine Zeit. Ruhig, ich muss mich konzentrieren. Oh mein Gott, Leute! Sie werden nie glauben, was gerade passiert ist. Unser kostbarer Hund, er bewegt sich nicht. Und mein Sohn Marco und ich, wir wissen nicht, was wir tun sollen. Wir können einfach nicht aufhören zu weinen. Marco, komm hier, schau in die Kamera. Du musst mehr weinen. Worüber redest du? Mein Hund wird sterben. Wir müssen ihn ins Krankenhaus bringen. Leute, das ist so schrecklich. Dieser Hund war nicht nur wie ein bester Freund, er war wie ein Sohn für mich. Wir brauchen jetzt dringend eure Unterstützung. Wenn Sie also liken und abonnieren könnten, hilft uns das durchzustehen. Denken Sie daran, zu liken und zu abonnieren. Wir müssen gehen. Er atmet kaum. Es ist zu spät für deinen dummen Hund, okay? Außerdem sind diese Tierärzte schreckliche Menschen. Sie verlangen Tausende von Dollar, um Hunden zu helfen. Also, lassen wir Max einfach sterben? Ich habe wenig Geld gespart, um mir eine Gucci-Tasche zu kaufen. Und ich werde mein Geld nicht für deinen hässlichen Hund ausgeben. Madame, Sie sind verhaftet. Bitte steigen Sie mit erhobenen Händen aus dem Auto. Unter Arrest wofür? Was habe ich getan? Wegen Tierquälerei und Misshandlung Ihres Kindes. Tierquälerei? Ein Kind misshandeln? Ich habe nichts dergleichen getan. Außerdem hast du keinen Beweis. Nein, wir haben alle Beweise, die wir brauchen. Danke an Max. Ich habe ihm eine kleine versteckte Kamera ins Halsband gesteckt. Und gesehen, wie schlecht du ihn und unseren Sohn behandelt hast. Papa, wir müssen Max helfen. Er wird sterben. Keine Sorge, ich habe den Tierarzt angerufen. Er wird in ein paar Minuten hier sein. Vielen Dank, Papa. Ich liebe dich. Ich liebe dich auch so sehr, Sohn. Der Tierarzt traf wenige Sekunden später ein und konnte Max etwas Medizin zum Atmen geben. Maria wurde für schuldig befunden und zu 2 Jahren Gefängnis verurteilt. Auch das alleinige Sorgerecht für Marco wurde Thomas schließlich zugesprochen. Und Marco konnte nun bei seinem Vater leben. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, klicken Sie auf Gefällt mir. Und vergessen Sie nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke für weitere Unterrichtsstunden zu aktivieren.